30. Neustadt Ost, ihr könnt jetzt den Güterzug schicken. Steht da eigentlich schon der Gegenzug irgendwo? Nee, noch nicht. Sie hat ihre Puppen und ihre Kaffeekannen. Ich habe halt meine Eisenbahn. Und der Mensch braucht eben ein Hobby, weil ohne Hobby ist das Leben langweilig. Wir haben einen festen Fahrplan. Und zwar dauert der so 2 Stunden. Der Fahrplan selber, das ist so ein grafischer Fahrplan, da sieht man also ganz deutlich, wo ein Zug sich befinden sollte und wann vor allen Dingen auch. Und so zwischenrein schieben wir dann Bestellungen. Holzhausen kann kommen. So, jetzt hat eben gerade Palettenstein den P2, ist der Personenzug Nummer 2 angemeldet. Und der käme dann pünktlich gemäß Fahrplan bei mir an. Die Leute steigen aus und ein und dann geht es weiter nach Schlotterbeck. So, aber in der Zwischenzeit rangiere ich noch ein bisschen, damit hier die Güter, die hier zu mir kommen sollen, dieser Pennzoil-Wagen und das Stückgut, bei mir entladen werden können. Diese linke Bazille. Schlotterbeck. Ich habe den P5 abfahrbereit. Nehmen wir an. Nein, nehmen wir nicht an. Nehmen wir nicht an. Bist du verrückt? Jetzt geht erst einmal der Sachsenzug zurück. Der Sachsenzug zurück und dann nehmen wir den Güterzug an. Ja, heißt das gelbe Licht nicht Kurzschluss? Tja, wie bin ich dazu gekommen? Irgendwann standen mal am nicht vorhandenen Gartenzaun rechts und links 2 Nachbarn und haben angefangen von der LGB zu erzählen und dass da so eine Gartenbahn gibt, mit der man über die grüne Wiese fahren kann. Und um mich dafür zu gewinnen, haben sie mir dann irgendwann mal eine Kiste mit Gleisen und Lokomotiven in den Garten gestellt und dann ist das einfach aufgebaut worden, quer über den Rasen und so ging das los. Kommt der THW-Zug? Alles klar, kannst du dann im Gegenzug auch noch mal Kohle annehmen? So, was war das? 48, 49, P3. Also es gab einmal eine wundersame Kiste. Und in dieser Kiste waren Playmobil-Sachen drin, Playmobil-Eisenbahnen. Und dann haben später der Jürgen und der Winnie sich eine Stadtpackung gekauft von LGB. Und dann haben wir festgestellt, dass ja die gleichen Gleise sind. Moment, Palettenstein. Kann kommen. Ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt, Stück für Stück. Wir könnten noch die Lok gebrauchen, wir könnten noch dies gebrauchen, wir könnten noch das gebrauchen. Es kostet so viel. Und bums war ich dabei. Ja, und ganz kurze Zeit später bin ich abgeschoben worden zum Werner, da hilft man ein bisschen aus. Und dabei ist es dann geblieben. Und so sind wir die 2 hinter der Hecke geworden. Und haben auch noch Spaß dabei, was eigentlich strikt untersagt ist. Ich briefe an. 2, 4. Wir haben uns zu zweit Mühe gegeben, den Ernst der Lage nicht zu erkennen. Und das auch noch mit Erfolg. Schlotterbeck, der Sachsenzug ist im Amners. Sup. Nummer 4. Weil lieber, da ist eine Hektik drin halt wieder.
draußen. Ich stelle jetzt die Uhr und dann geht's los. In 10er Schritten. Vorwärts. 10 Minuten. Rhythmus geht's jetzt vor. Neustadt aus. Ich kann jetzt momentan überhaupt nichts annehmen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das Zeug da unterkriege. Irgendwie sind wir drauf gekommen, dass Dixie der Präsident ist, aber wie das damals war. Dixie war, glaube ich, derjenige, der gesagt hat, wir brauchen eine Satzung, dass der eine im anderen den Garten betreten darf und auch immer, wenn Betrieb ist, in den anderen Garten geht und dass man auch mal irgendwelche Besuche da durchführen kann. Und natürlich das Wichtigste, dass immer derjenige, der so ein Clubtreffen arrangiert, dass der für kaltes Bier zu sorgen hat. Aber ansonsten haben wir da keine Satzung oder sowas. Und da irgendwie haben wir dann einen Präsidenten draus gemacht, ich weiß auch nicht. Auch die Geschichten mit Präsident und Vizepräsident, das ist alles nur so aus dem Ding raus entstanden. Palettenstein. Ach, du bist's. Palettenstein. Besuch kann kommen bei uns so viel wie sie wollen. Bloß letzten Endes müssen sie sich selbst angucken, weil wir keine Zeit haben, die rumzuführen oder großartig was zu erklären.